Hallo zum zweiten Teil unseres Afrika MB100 Projekts. Nachdem der sogenannte Mooskutter bei mir ankam, habe ich ihn erstmal gewaschen, um ihn dann direkt auf der Hebebühne mal von unten zu begutachten. Kaum verwunderlich, das gute Teil war komplett zusammengerostet. Überall hat sich der Rost tief in die Karosserie reingefressen. Viele Teile musste ich zwangsläufig später austauschen, weil sie quasi nicht mehr vorhanden waren. Die sonstige Technik machte aber einen recht brauchbaren Eindruck. Natürlich musste ich trotzdem viele Verschleißteile erneuern, wie Traggelenke, Bremsen etc. Und auch der Tank musste wieder in seine ursprüngliche Funktion zurückversetzt werden. Dieser Kanister hing fast 10 Jahre unter dem Bus und hatte immer noch genug Diesel drinnen, damit wir den Bus verladen und bis zu mir in die Werkstatt bringen konnten. Das Beste an dem Bus war aber natürlich der Motor. Der lief ja von Anfang an komplett ohne Probleme und schnurrte wie ein Kätzchen. So hatte ich zumindest damit schon mal keine Probleme, aber bei einem guten OM616 ist das auch keine Verwunderung. Der Rest vom Bus jedoch brauchte etwas mehr Liebe. Der Rost war ihm überall anzusehen, die Schiebe- und Hecktüren waren zusammengefressen und mussten ausgetauscht werden. Aber schon nach wenigen Tagen hatte ich die Technik wieder so weit, dass ich zumindest die ersten kleinen Testfahrten um die Werkstatt machen konnte. Das Fahren klappte von Anfang an fast ohne Probleme. Selbst das Problem mit der Kupplung ergab sich mehr oder weniger nach einer Zeit von selbst. So hatte ich kaum Sorgen, mit diesem Bus den weiten Weg nach Afrika bis weit in Westafrika hinein zu schaffen. Ein wenig frische Farbe mit der Farbrolle in einem schicken Grün und schon war der Bus quasi bereit für den Innenausbau. Einmal sauber gemacht, bauten wir ein großes Bett ein, mit genügend Stauraum für alles, was wir mitnehmen mussten. Der Bus bekam noch ein paar nette Gimmicks und war dann bereit, die Reise nach Afrika anzutreten. Und was wir da alles erlebt haben, erfahrt ihr beim nächsten Mal. This is the journey ahead. If you want to see more of my videos about Africa and old cars, please subscribe to my channel.